Okay, herzlich willkommen zu meinem ersten Online-Video. Ihr wisst ja, ich bin gar nicht so der Freund von den Videos, aber bei meinem letzten Blogbeitrag zum Thema Hauen, Greifen, Stechen gab es doch ein paar Fragen dazu, wie denn die ganzen Rotationspunkte, die Handgriffe, wie die gemeint sind, also wie sich das Schwert eigentlich bewegt. Deshalb möchte ich das jetzt mit euch mal durchsprechen. Dabei ist mir eins wichtig. Erstens bedenkt bitte, dass dieses Video keine praktische Einweisung zu diesem Thema ist, sondern es ist einfach nur eine Unterstützung zu meinem Blogbeitrag und es kann auch in keinster Weise irgendeine Form von Training oder Unterricht meinerseits ersetzen. Nutzt es bitte einfach als Ergänzung, um vielleicht die eine oder andere Frage im praktischen Sinne hier beantworten zu können. Okay, wir wollen dabei anfangen mit der Einhandwaffe, denn erst wenn man die Einhandwaffe im Hau verstanden hat, kann man auch zum langen Schwert wirklich übergehen. Dazu habe ich ein paar Requisiten mitgebracht, mit denen ich jetzt das Ganze mal vormachen werde. Und dazu nehmen wir uns zuerst mal ein Einhandschwert in die Hand. So, das hier ist ein von Stefan Roth geschmiedetes Einhandschwert, nach einem Lübecker Original, ein bisschen abgewandelt fürs Training. Ist sehr schwer, sehr kopflastig. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie man das Schwert hält. Ihr kennt das aus dem Blogbeitrag, wo ich über Einhandwaffen, über die Griffweisen von Einhandwaffen berichtet habe. Dazu werde ich auch gar nicht mehr so viel sagen. Mir geht es jetzt hauptsächlich um die Rotationspunkte der Waffe. Viele meinen ja, dass die Rotation der Waffe hauptsächlich aus dieser Bewegung kommt. Denkt bitte dran, was ich in dem Blogbeitrag gesagt habe. Diese drei Finger halten die Waffe möglichst nah beim Knauf und die anderen beiden sind locker. Daumen und Zeigefinger sind locker an der Hand. Und die Haubewegung erfolgt auf verschiedenen Mensuren, auf verschiedenen Abständen, aus verschiedenen Gelenken. Zuerst haben wir natürlich, wie wir das oft aus dem Säbelfechten kennen, die Möglichkeit, aus dem Handgelenk heraus Heu zu hauen. Ja? Und das seht ihr auch sehr schön bei diesem Handgelenk, wie wichtig es ist, dass der Rotationspunkt bei der Einhandwaffe in der ersten Hand ist. Hau, hau und wie locker die Finger gehalten werden können. In der zweiten Mensur haben wir die Möglichkeit, aus dem Unterarm herauszuarbeiten. Und hier seht ihr schon, dass je mehr Gelenke wir nehmen, die Dominanz des Handgelenks immer weiter abnimmt. Das heißt, nehmen wir jetzt Heu aus dem ganzen Körper, wir beschränken uns jetzt hier mal bis zum Schultergelenk, dann haben wir schon 1, 2, 3 Gelenke plus die Rotation der Waffe im Handgelenk. Das stärkste Gelenk, was die meiste Energie reinbringt, ist das Schultergelenk. Und das Schultergelenk ist aber das langsamste Gelenk. Denn die Geschwindigkeit der Gelenke nimmt zur Hand zu. Dafür nimmt die Kraft zur Schulter zu. Von der Hand zur Schulter. Das heißt, was uns jetzt wenig bringen würde, wäre, wenn wir einen Hau aus dem ganzen Körper machen würden und sehr schnell mit der Hand arbeiten würden und dann hinterherlaufen würden. Nein, wir müssen also die Gelenke intramuskulär so koordinieren, dass wir uns an die Geschwindigkeit des Schultergelenks herantasten. Ja, und das heißt, wir fangen hier ungefähr an. Hier ist unsere Schulter. Der Ellenbogen ist ungefähr auf Höhe der Nase, nicht so weit vorne, dass er abgeschlagen werden kann oder die Hand abgehauen werden kann. Und von hier aus bilden quasi Schultergelenk, Ellenbogengelenk und Handgelenk gemeinsam mit der Waffe, sobald sie gestreckt wird, nämlich frühestmöglich, den Hebel. Das heißt, der Hebel sitzt jetzt hier in der Schulter. Wir haben hier eine rotierende Bewegung aus der Schulter heraus. Und nicht, wie viele meinen, nur aus der Waffe heraus. Das heißt, wir machen keine Peitschenhiebe, wo hauptsächlich die Kraft aus dem Handgelenk genutzt wird, sondern wir hauen aus dem ganzen Körper heraus. Und müssen das koordinieren. Und dafür ist es sehr wichtig, dass wir möglichst nah am Knauf die Waffe fassen und dort den Rotationspunkt haben. Denn je weiter der Rotationspunkt außen ist, und da kommen wir so ein bisschen zum Hebelgesetz, umso mehr Kraft können wir nach vorne übertragen. Das ist extrem wichtig. Je weiter wir nach vorne gehen würden, umso schneller würde sich zwar die Waffe drehen, aber umso weniger Energie hätten wir im Hau. Und das ist mir wichtig zu bedenken, wenn wir jetzt zum langen Schwert kommen. Dazu möchte ich erstmal eine etwas kürzere Variante vom langen Schwert nutzen, die mir persönlich immer sehr liegt, weil sie sehr schnell ist.
Und hier möchte ich jetzt gleich zur Dominanz kommen. Ich hatte ja im Blogartikel geschrieben, dass die Dominanz der linken Hand sehr wichtig ist. Warum? Weil wir auch hier wieder probieren, möglichst nah am Hebelpunkt zu sein. Und da die rechte Hand beim langen Schwert bekanntlicherweise vorne ist, kann die rechte Hand dieser Hebel eben nicht sein, sondern es muss die linke Hand sein. Dazu fassen wir wieder möglichst nah am Knauf mit den 3 Fingern. Die Testlinie findet ihr im Blogbeitrag, wie ihr das testen könnt, ob euer Sitz richtig passt, und legen dann die rechte Hand nach vorne dran. Das sind wieder die 3 Finger, die halten, und Daumen und Zeigefinger können locker gehalten werden. Der Gegentest wäre, mit Daumen und Zeigefinger locker zu halten und die 3 Finger zu spreizen. Denn die Waffe müsste jetzt genau in euren Handinnenflächen gut aufsitzen, neben dem Daumenmuskel. Wenn wir jetzt hauen wollen, meinen natürlich viele, dass der Hebelpunkt, der Rotationspunkt, um den sich die Waffe dreht, hier ist, nämlich zwischen linker und rechter Hand. Weil sehr viele, gerade auf Turnieren oder sportlichen Veranstaltungen oder auch oft im Sparring, im Training, einfach nur zum Beispiel in der Hut vom Tag stehen, an der Schulter und probieren, die Waffe nach vorne zu schleudern, aus dem Handgelenk heraus, wie eine Peitsche. Das ist zwar schön, Matt Easton hat das erst vor ein paar Tagen in einem Beitrag, auch in einem Video sehr gut erklärt, aber damit kann man halt in einem Ernstkampf nicht wirklich etwas zerhauen, zerschneiden, sondern es ist wirklich eher eine Peitschenbewegung. Und da ist natürlich die rechte Hand bei vielen noch sehr dominant. Wenn wir allerdings hauen wollen und wirklich ganze Heue hauen, indem wir etwas zerschneiden wollen in dem Hau oder durchtrennen wollen, durchhacken wollen, wie auch immer ihr das nennen wollt, da haben wir auch keine festen Fachbegriffe bisher für, dann müssen wir daran denken, dass die linke Hand die Hand ist, die beim langen Schwert die Kraft bringt, die Rotation reinbringt. Und deshalb müssten wir zum Beispiel die Waffe erstmal lernen, mit einer Hand zu halten und zu hauen. Ja? Deshalb hatte ich im Blogbeitrag geschrieben, probiert das mal aus, nehmt die Waffe in die linke Hand, in die Hut vom Tag und probiert mal mit der linken Hand zu hauen. Ihr werdet sehr schnell feststellen, ihr kriegt zwar sehr viel Kraft rein, aber ihr habt nicht genug Kraft im Handgelenk, um diese Waffe auch zu kontrollieren, weil sie sich einfach, weil die ganze Kraft ins Handgelenk geht und sie möchte gern hier überschießen, die Waffe. Sie möchte sich gern überladen, ja, weil der Knauf gern hoch möchte. Sobald ihr jetzt die rechte Hand dazu nehmt, schön locker, und die linke Hand als dominante Hand lasst, verändert sich das Ganze. Ihr könnt jetzt wunderbar mit der linken Hand ziehen und die Rotation beginnen, während ihr mit der rechten Hand die Reichweite unterstützt. Das heißt, die maximale Reichweite wird von der vorderen Hand bestimmt. Die rechte Hand gibt uns die maximale Reichweite der Waffe, die linke Hand die Kraft. Und jetzt kommen wir dazu, warum Heue, wenn die Hände eng geführt werden, stärker sind, als wenn die Hände weit geführt werden. Ganz einfach, weil beide Hände in einer möglichst maximalen Streckung sind. Und dadurch habe ich, wenn ich die Waffe jetzt im Hau strecke, auch die meiste Energie vorne. Denn beide Arme können sich maximal strecken. Das heißt, der Hebel, den ich habe, ist möglichst gerade und in der Rotationsbewegung kann die Masse möglichst weit nach vorne fliegen. Ich zeige das mal im Hau. Die linke Hand dominiert und die rechte ist locker und gibt durch den Druck nach vorne letzten Endes die Reichweite vor. Links zieht, die rechte Hand streckt und geht locker nach unten. Wichtig hierbei, kleiner Tipp, die Schultern locker lassen. Nicht die Schultern hoch, sondern die Schultern locker lassen. Die linke Hand zieht, die rechte drückt, runter. Okay? Das ist mir wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, ob wir mit einem recht kurzen Gehölz, also mit engen Händen arbeiten, was natürlich auch mit dem langen geht, die Hände eng zu nehmen, oder ob wir mit einem sehr langen Gehölz arbeiten und die Hände sehr weit auseinander haben. Etwas weiter, und ihr habt das eben in dem Schwert schon gesehen, das müsste für mich persönlich individuell so 2 cm längeren Griff haben. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Bisher mein Liebling, das Albion Lichtenauer immer noch. Gerade durch den Birnenknauf lässt sich die linke Hand hier super anfügen. Ihr seht ja schon, wie ideal mein Fleisch hier aufsitzt. Ja? Die rechte Hand dazu. Und jetzt habe ich genug Platz. Jetzt seht ihr auch, wie viel Platz hier noch ist. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich noch so eine Fingerbreite Platz bis zum Kreuz und kann wunderbar arbeiten. Jetzt zur Feder, wie sie zumindest heute genannt wird. Ihr seht schon, diese Feder von Viktor Berbepusch ist im Turnier für mich eine ganz tolle Sache, weil wir natürlich mit Handschuhen das Problem haben, dass wir gar nicht genug Platz an den Waffen hätten oder an Simulatoren.
Bei der Feder brauchen wir den Platz fürs Turnier, um mit den Handschuhen wirklich überhaupt greifen zu können und nicht auf einmal keinen Platz mehr zu haben. Der Nachteil ist, wenn wir jetzt so eine Feder nutzen und nehmen die Hände weiter auseinander, dann seht ihr folgendes Problem. Wenn ich die maximale Reichweite der rechten Hand nehme und füge jetzt die linke Hand hinten hinzu, dann verkürzt sich der linke Arm. Während der rechte Arm noch komplett ausgestreckt sein kann, kann es der linke nicht mehr. Ich müsste also entweder die rechte Hand zur linken nehmen, um enger zu werden, oder die linke Hand zur rechten. Das hier wäre sehr unpraktisch, weil sich jetzt der Knauf hier überladen kann und ich nicht mehr die beste Rotation habe, um die Masse nach vorne zu ziehen. Also ist das Optimale auch hier wieder, die linke Hand hinten zu haben und die rechte möglichst nah. Selbst wenn es komisch aussieht, nur dass das Kreuz jetzt nicht in der Nähe der Hand ist, bedeutet ja nicht, dass die Waffe nicht mehr funktioniert. Es sieht zwar optisch nicht schön aus, aber trotzdem würde es funktionieren. Wofür sind also diese recht langen Gehölze gedacht? Ja, recht lange Gehölze wirken sich natürlich sehr gut auf die Hebelwirkung in der Handarbeit aus. Das heißt, ich kann hieraus sehr schön Winden oder jegliche andere Handarbeit aus der engen Mensur machen. Da brauche ich diese Hebelwirkung nämlich. Denn je näher ich zum Gegner komme, umso schneller muss ich arbeiten und umso weniger Gelenke darf ich dabei benutzen. Denn umso mehr Gelenke ich benutze, umso weiter werden auch die Wege. Und je enger ich an den Gegner rankomme, umso kürzer müssen die Wege werden. Deshalb kann auch durchaus die Form des Gehölzes, es kann ein Hinweis auf die tatsächliche Gebrauchsform der Waffe sein. Okay? Ja, und deshalb bevorzuge ich, wie gesagt, wenn ich stark hauen will, das ist ja nur eine Variante des Griffes für bestimmte Heue, nämlich zum Beispiel die Oberheue. Oberhau, Zornhau links, Zornhau rechts, Scheitelhau. Dafür bevorzuge ich den sehr engen Griff, weil ich da einfach mehr Kraft drin habe. In einem Turnier, das muss jeder für sich selbst entscheiden, kann es natürlich auch gefährlich werden. Wenn jemand mit voller Kraft einen Hau schlägt, kann das natürlich auch fatale Folgen haben, auch wenn ihr eine Fechtmaske aufhabt. Deshalb muss man, gerade wenn man auf den sportlichen Aspekt geht, natürlich gewisse Kompromisse eingehen. Bei mir an der Schule ist es aber momentan sehr wichtig, erstmal den Ernstkampf ins Auge zu nehmen. Und dafür ist, wie es in der Nürnberger Handschrift des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg 3227a genannt ist, wichtig, dass die Hände zwischen Knauf und Kreuz sind. Das ist hier auch erfüllt. Zwar ist es jetzt nicht optimal, aber ich kann hiermit noch immer einigermaßen gut mit der linken Handdominanz arbeiten. Je weiter ich nach vorne gehe, umso schwieriger wird das, weil ihr schon seht, wie stark der linke Arm eingebeugt ist. Ja. Das wollte ich eigentlich nur ganz kurz in dem Video zeigen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, bin ich immer bereit, das zu beantworten. Ich habe einfach gesehen, dass Texte schreiben immer sehr schön ist und ich kann 1000 Grafiken schreiben, aber am Ende kommt es oft zu Missverständnissen. Und ich glaube, ein Missverständnis war, dass viele dachten, wenn ich über den Hebel spreche, spreche ich über den Hebel aus dieser Handarbeit heraus. Ja, über die Rotation, über den Rotationspunkt zwischen linker und rechter Hand, aber der war gar nicht gemeint. Deshalb ist der ja in der Grafik auch als schwarzer Punkt, Rotationspunkt in der Waffe gekennzeichnet, der sich in der linken Hand befindet. Weil ich von der Rotation im ganzen Körper ausgehe und von der ganzen Waffe natürlich. Für mich endet die Waffe ja nicht im Gehölz, sondern die Rotation findet in der ganzen Waffe statt. Und dann ist der Rotationspunkt in der linken Hand. Das ändert sich schon wieder bei Mittelheulen, bei Unterheulen. Deshalb ist es einfach nur ein Beispiel für Oberheue. Okay, vielen Dank und mal schauen, wann ich wieder ein Video veröffentliche. Bei Fragen ruft mich an, schreibt mir und folgt mir bei Facebook. Macht's gut.